Ich freue mich sehr auf dieses Video heute. Es ist Anfang September 2021, das heißt, wir befinden uns seit 1,5 Jahren in einer Ausnahmesituation. Gerade als chronisch Erkrankte oder für jemanden mit meiner Vorgeschichte, die sich gerade so aus der schlimmsten Krankheitsphase herausarbeiten konnte, war und ist diese Zeit besonders belastend. Wenn sich jetzt YouTube dieses Video aufgrund des Titels anschaut, erstmal herzlich willkommen. Ich bin froh, wenn mehr Menschen erfahren, wie sich die momentane Situation für uns anfühlt. Alle Aussagen sind mit Studien belegt, ihr könnt sie im Videobeschrieb also nachlesen. Also bitte das Video nicht löschen, vielen Dank dafür. Im Video werde ich zuerst die neuesten Studien zu Long-Covid zeigen, dann den Zusammenhang des SARS-CoV-19 mit der Reaktivierung der Herpesviren und was das für uns Epstein-Barr-Betroffene bedeutet. Weiter geht es mit der Auswertung von Impfnebenwirkungen von Chronic Fatigue-Betroffenen und Ärztinnen, die sich für eine individualisierte Impfstrategie aussprechen. Hier fasse ich zusammen, wie eine individualisierte Impfstrategie aussehen kann. Danach folgt mein persönlicher Erfahrungsbericht, wie sich die Situation für mich gestaltet und Gründe, die gegen die mRNA-Impfung sprechen könnten. Auch hier wieder mit tollen Studien und Gedanken. Ihr könnt auch unten in der Zeitleiste zu den Themen springen, die euch am allermeisten interessieren. Dafür haben wir extra Timestamps für euch gemacht. Ich bitte um Verständnis, wenn ich Ausdrücke falsch ausspreche oder meine Sprachmelodie zu schweizerisch klingt. Ich gebe mir Mühe, aber bin keine Ärztin. Daher beziehe ich vieles aus Studien, die unten im Videobeschrieb alle schön aufgelistet sind und spicke sie mit meinen persönlichen Erfahrungsberichten. Und diese persönlichen Erfahrungsberichte sind weder eine Empfehlung oder ein Ratschlag. Jeder Mensch ist für seine Entscheidung selbst verantwortlich. Kurz zu mir. Mein Name ist Priscilla Bucher, ich bin als Kleinkind an Malaria erkrankt, habe seither eine, sagen wir mal, schwache Leber. Ich hatte in meiner Kindheit das pfeiferische Drüsenfieber. Die Reaktivierung des Epstein-Barr-Virus im Erwachsenenalter lösten bei mir chronische Darmentzündungen, chronische Halsentzündung, Fibromyalgie, Endometriose, Migräne, Hormonstörungen und viele unzählige Symptome aus wie Schwindel, Wortfindungsstörung und das Chronic Fatigue Syndrom. Sagen wir mal so, meine Beziehung zu Viren ist sehr einseitig. Sie lieben mich über alles und ich könnte auf sie verzichten. Also kommt da so ein neues Virus, importiert aus China, und ich versuche schon auf Billigware aus China zu verzichten und dann werde ich nicht einmal gefragt, ob ich das Luftpaket annehmen möchte. Klar, ich hatte mich gerade seit 2019 mit verschiedensten Viren und deren Auswirkungen auf unseren Organismus intensiv beschäftigt und mich ziemlich erfolgreich von den Epstein-Barr-Virus-Langzeitfolgen befreit. Und dennoch wollte ich das Thema Virus einfach hinter mir lassen. Also ihr könnt euch vorstellen, dass ich ziemlich die Schnauze voll hatte, als das Paket in der Schweiz ankam. Ich öffnete das Paket nicht, verfolgte aber fleißig, was darüber gesagt wurde und was die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse waren. Das Überraschendste für mich waren die Langzeitfolgen, die so enorm denen vom Epstein-Barr-Virus ähnelten. So viele erkrankten plötzlich auch an diesem Chronic Fatigue Syndrom, an Schwindel und Nervenstörungen. Daraus entstand dann der Impuls, den Film Die unerhörte Krankheit mit bekannten Ärzten, Chronic Fatigue Syndrom Spezialisten und Betroffenen zu veröffentlichen, um einfach darauf aufmerksam zu machen, wie wir Chronic Fatigue Syndrom Betroffene vom Epstein-Barr-Virus mit dieser Erkrankung umgegangen und immer noch damit umgehen. Ja, den Film findest du übrigens hier. Ja, und dann kam diese Zeit der Impfung und somit wurde mir wieder ein Paket vor die Tür gestellt. Auch dieses ließ sich ungeöffnet, um Studien abzuwarten, die eine Impfreaktion von chronisch Erkrankten abbilden sollten. Doch hier gab es noch nicht viel, denn Impfungen werden an gesunden Menschen getestet. Also kann ich auch heute nicht wirklich Langzeitstudien, die über mehrere Jahre gemacht wurden, zurückgreifen. Aber dennoch auf die neuesten Studien, sagen wir jetzt mal Kurzfriststudien,
die kann ich heute in diesem Video zeigen. Aber zuallererst, und das ist das Wichtigste überhaupt, und deshalb dauert dieses Video auch einfach ein wenig länger, müssen wir die verschiedenen Viren ganz genau anschauen, um wirklich zu verstehen, warum ich mich bis heute noch nicht habe impfen lassen. Fangen wir von vorne an. Und zwar damit, was wir bisher über das Virus im Speziellen, über die Langzeitfolgen des Covid-19 wissen. Wir haben da diese chronische Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Konzentrationsschwierigkeiten. Diese Symptome zählen zu diesen Long-Covid-Symptomen. Bei 2/3 der Patienten mit Long-Covid war eine Reaktivierung vom Epstein-Barr-Virus nachweisbar. Unter denjenigen ohne Long-Covid nur 10%. Und wenn man sich überlegt, dass der Epstein-Barr-Virus nicht immer nachzuweisen ist, dann ist 2/3 eine verdammt hohe Zahl. Schon vorher hat ein anderes Forschungsteam beobachtet, dass die Epstein-Barr-Virus-Reaktivierung auch mit dem Schweregrad von Covid-19 verbunden ist. Ja, und hier zitiere ich den Studienautor Prof. Dr. David J. Hurley. Übrigens findet ihr alle Quellenangaben im Beschrieb unten im Video. Genau, also er sagt, wir fanden bei denen, die schon monatelang Long-Covid hatten, ähnliche Raten der Epstein-Barr-Virus-Reaktivierung wie bei denen, deren Symptome wenige Wochen nach dem positiven Test auf Covid-19 begannen. Dies zeigte uns, dass die Epstein-Barr-Reaktivierung wahrscheinlich gleichzeitig mit der Covid-19-Infektion oder kurz danach auftritt. Ja, die meisten Menschen stecken sich im Kindes- oder Jugendalter mit EBV an. Manche erkranken am pfeiferischen Drüsenfieber, aber meist verursacht die Infektion keinerlei Symptome. Das Virus verbleibt nach der Infektion unbemerkt im Körper. 95% der gesunden Erwachsenen haben eine latente EBV-Infektion. Durch verschiedene Krankheiten kann es zu einer Reaktivierung der Viren kommen. Nicht nur bei Covid-19. Auch SARS-CoV-2 scheint die EBV-Reaktivierung auszulösen. Ja, die Forscher meinten weiter, dass frühzeitiges Reagieren auf die EBV-Reaktivierung mit Antiherpes-Virus-Wirkstoffen wie Ganciclovir die Vermehrung der Viren reduzieren könnte und möglicherweise die Entwicklung von Long-Covid hemmt. Von diesem Medikament habe ich bisher noch nichts gehört. Bei kurzem Blick auf den Beipackzettel darf ich bemerken, dass die Nebenwirkungen dieses Medikamentes nicht wirklich sexy sind. Aber das mit den Nebenwirkungen kennen wir chronisch Erkrankten, ja. Das ist keine neue Sache für uns. Ja, also noch einmal zur Wiederholung. Die Forscher sagen also, dass man das Long-Covid auf die Reaktivierung der Herpesviren zurückführen kann. Und jetzt ganz wichtig. Gemäßen Forschern liegt die Entstehung von Long-Covid nicht am Schweregrad der Erkrankung. Bisher gesammelte Daten zeigen, dass auch Menschen mit mildem Krankheitsverlauf Long-Covid entwickeln können. Also können Herpesviren wie auch der Epstein-Barr-Virus durch eine Corona-Infektion aktiviert werden? Auch der Virologe Boucher Pursti und sein Team von der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg meint, HHV6 könne sich im Erbgut infizierter Menschen einnisten und dort lange unentdeckt vom Immunsystem verharren. Bestimmte Bedingungen können das Virus aktivieren, etwa eine Infektion mit Chlamydien oder auch eine Infektion mit Coronaviren. Werden HHV6 aufgeweckt, hat das zur Folge, dass sie die Zellen angreifen und dort die Produktion von Adenosintriphosphat, ATP genannt, negativ beeinflussen. ATP ist eine essentielle Substanz für den Energiehaushalt des Körpers und unter anderem für die Bewegung von Muskeln nötig. Und das hier ist ein so wichtiger Punkt. Also sagt der Virologe Pursti nicht, dass das Immunsystem die Zellen angreift, sondern eben der Herpesvirus HHV6 die Zellen angreift. Also diese ganzen Studien und die Quellen, die findet ihr unten. Also die ganze Studie zur Reaktivierung des Epstein-Barr-Virus durch Covid. Das ist alles zum Stand heute belegt. Ja, diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass viele der Long-Covid-Symptome möglicherweise nicht direkt auf das SARS-CoV-2-Virus zurückzuführen sind, sondern auf eine durch Covid-19 ausgelöste Epstein-Barr-Reaktivierung.
So die Schlussfolgerung der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Wenn also das Epstein-Barr-Virus, welches ein humanpathogenes Virus aus der Familie der Herpesviren mit konkreten Namen HHV4 genannt oder ein anderes Herpesvirus, wie zum Beispiel das HHV6, aktiviert wird, müsste man eigentlich gegen das Epstein-Barr-Virus oder den Herpesvirus impfen. Ja, und wie sieht es denn hier aus? Für beide Viren gibt es keinen Impfstoff. Schauen wir uns die Virenstämme HHV6 und HHV4, bekannt auch als Epstein-Barr-Virus, mal genau an. Also, das HHV6 wurde 1986 in der Arbeitsgruppe von Robert Gallo am National Institute of Health entdeckt. Die Entdecker glaubten, mit einem B-Zell-lymphotropen Herpesvirus zu tun zu haben. Bald stellte sich aber heraus, dass es T-Lymphozyten infiziert. HHV6 ist damit neben dem späteren entdeckten humanen Herpesvirus Typ 7 das einzig bisher bekannte humane Herpesvirus, das primär T-Lymphozyten infiziert. Ja, im Erwachsenenalter sind mindestens 80% der Bevölkerung latent mit einem der Viren infiziert, wenn auch nicht unbedingt erkrankt. Die Infektion geschieht dabei meist im Säuglings- oder Kleinkinderalter durch Tröpfcheninfektion und verläuft häufig ohne wesentliche Symptome. Die symptomatische Infektion äußert sich meist als 3-Tagesfieber. Ja, wie alle Herpesviren besitzt auch HHV6 und 6a und b sind auch noch eingeteilt, die Fähigkeit zu dieser Latenz, das heißt zum Überdauern im Organismus über eine längere Zeit. In der Regel kann das Virus nach Infektion nicht mehr vollständig eliminiert werden. Meist verursacht es keine weiteren Probleme, es kann jedoch wieder aufleben und sich erneut vermehren, wenn das Immunsystem geschwächt ist. Diese Angaben findet ihr auch alle bei Wikipedia. Das HHV6 wiederum wurde 1986 entdeckt und das kann ein unglaublich frustrierender Virus sein. Medizinische Gemeinschaften sind sich immer noch nicht aller Symptome und Zustände im Zusammenhang mit HHV6 bewusst und die Tatsache, dass Viren mutieren, beschwert die Untersuchung. Die Viren sind quasi schneller, als die Untersuchung im ersten Virusstamm erfolgt, geschweige denn, dass ein Impfstoff seit der Entdeckung entwickelt wurde. Also, HHV6 neigt dazu, rücksichtslos nach Organen zu suchen. Ja, sie kann schwere Verletzungen verursachen und in bestimmten Fällen zum Tod führen. HHV6 steht im Verdacht, Herzprobleme und Nierenerkrankungen auszulösen. Wenn der Arzt eine chronische Entzündung in den Herzkammern oder Herzklappen feststellt, kann dies ein Anzeichen für HHV6 im Körpersystem sein. Es ist ziemlich crazy. Ein Nierenversagen kann also anstatt einer Autoimmunerkrankung ein HHV6 sein, der die Niere angreift und zum Nierenversagen führt. Ja, also ihr seht, nicht wirklich cool. Auch beim Epstein-Barr-Virus, was durch die Covid-Infektion reaktiviert werden kann. Das Epstein-Barr-Virus wurde damals von Michael Anthony Epstein und Yvonne M. Barr beschrieben, deswegen auch Epstein-Barr. Und sie entdeckten damals 1964 den EBV in B-Lymphozyten, die von einem afrikanischen Patienten mit Burkitt-Lymphom stammten. Dieser Hauptübertragungsweg des Virus ist auch eine Tröpfcheninfektion oder eine Kontaktinfektion, besonders über Speichel- oder Schmierinfektionen, in seltenen Fällen auch bei Transplantationen oder Bluttransfusionen. Also die Tatsache, dass Epstein-Barr-Virus auch in Sekreten der Genitalien festgestellt werden konnte, macht auch den Übertragungsweg durch sexuellen Kontakte denkbar. Ja, aber was sind da die Infektionsfolgen? Die Infektion mit dem Virus erfolgt zumeist im Kindesalter. Während in diesem Fall in der Regel keine Symptome auftreten, kommt es bei Jugendlichen oder Erwachsenen Infizierten in 30 bis 60 aller Fälle zum Ausbruch des pfeiferischen Drüsenfiebers. Ab dem 40. Lebensjahr sind ca. 98% der Menschen weltweit mit dem EBV infiziert.
Sowohl also nach einer asymptomatischen als auch nach einer symptomatischen Infektion bleibt das Virus lebenslang im Körper. Es kann wie alle Herpesviren reaktiviert werden. Für gewöhnlich wird eine Reaktivierung vom Wirt nicht bemerkt und schnell durch sein Immunsystem eingedämmt. Besteht aber eine Immunsuppression, kann sich das Virus unkontrolliert vermehren und zur Entstehung von verschiedenen seltenen Krebserkrankungen beitragen. Ja, es ist echt krass. Also besteht seit rund 40 Jahren der Verdacht, dass Epstein-Barr-Virus eine ursächliche Rolle bei Krankheiten wie Lymphdrüsenkrebs, Burkitt-Lymphom sowie weiteren Lymphomen spielt. Also das Epstein-Barr-Virus gehört zusammen mit Hepatitis B und Hepatitis C-Viren, dem HPV, dem humanen T-Lymphotropen-Virus, genannt HTLV1, und dem humanen Herpesvirus 8 zu einer Gruppe von humanen Viren, die weltweit für 10–15% aller Krebserkrankungen verantwortlich sind. In jüngster Vergangenheit erhärtete sich darüber hinaus der Verdacht, dass EBV mit einer Vielzahl von Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel Multiple Sklerose, Rheumatoide Arthritis und so weiter in Zusammenhang steht. Es gibt aber auch Anzeichen, dass eine Infektion mit EBV zumindest nicht als alleinige Ursache späterer Autoimmunerkrankungen angesehen werden kann. Und dazu komme ich später auch noch, dass es eigentlich immer auch einen Cocktail braucht, um Viren groß machen zu lassen. Ja, auch das chronische Erschöpfungssyndrom werden mit dem Virus in Verbindung gebracht, was wir auch ganz schön aufgezeigt haben im Film, den ich erwähnt habe, Die unerhörte Krankheit. Ja, eine EBV-Infektion gilt als ein möglicher Risikofaktor für Tumoren der Nase und des Kehlkopfs. Epstein-Barr-Virus ist jedoch für die Krebsentstehung alleine nicht ausreichend, wie die geringe Anzahl der Krebserkrankungen im Vergleich zur Virusverbreitung zeigt. Also wenn wir anschauen, dass 98% der erwachsenen Menschen diesen Virus in sich tragen, dann müssten schon, dann gäbe es einfach viel mehr Krebsfälle. Also es muss also irgendeine Kombination hier sein. Also weitere Faktoren spielen hier eine richtig große Rolle. Auch psychiatrische Erkrankungen stehen im Verdacht, durch Epstein-Barr-Viren mitverursacht zu sein. So gab es zum Beispiel eine Studie, die bei Schizophrenie-Erkrankten einen Zusammenhang von genetischer Prädisposition und Virusexposition aufdeckte. So viel gibt also Wikipedia preis, wenn es um die Zusammenfassung der Viren geht. Es ist mega spannend. Ein echt fieses Virus, wie ich selbst schmerzhaft, ich sage schon scherzhaft, nein, ein Scherz ist es nicht. Auch wenn ich heute Videos mache und viel dabei lache, scherzhaft war die schlimme Erkrankung nicht, es war eher schmerzhaft. Ja, an diesem Punkt, nach all diesem Wissen, was ich jetzt wiedergegeben habe, dürfen wir uns die Frage stellen, was wir noch nicht über das Epstein-Barr-Virus wissen. Also, wir wissen jetzt schon einiges, das habe ich jetzt erzählt, aber wir wissen eigentlich grundsätzliche Dinge nicht. Zum Beispiel weiß man nicht, woher der Virus kommt, wie lange es bereits verbreitet ist, wie man sich dagegen impfen kann. Okay, wunderbar. Nun wissen wir, welche Viren die Covid-Langzeitfolgen begünstigen und es Viren gibt, die wir bereits seit den 60er Jahren kennen und immer noch nicht viel darüber wissen. Auf jeden Fall sind sie hochgefährlich und dennoch gibt es keinen Impfstoff. Und jetzt haben wir ein neues Virus, welches unser Immunsystem ablenkt und sich so die alten Herpesviren reaktivieren können. Daher ist es doch eigentlich super, dass es nun einen Impfstoff gibt, der verhindert, dass sich der Covid-19 einnistet und so die bereits im Körpersystem eingenisteten Herpesviren nicht reaktivieren. Das wäre der Mega-Hammer. Leider ist es nicht ganz so einfach, denn die jüngsten Studien zeigen, dass das nicht für alle Menschen gilt. Ja, dass die Impfung bei manchen nicht einmal wirkt.
Eigentlich gilt der Mensch nach 2 Wochen nach der zweiten Dosis gegen Covid-19 geimpft als vor einem schweren Verlauf sicher. Doch der Fall zum Beispiel von der Facebook-Managerin Nicola Mendelssohn, die an Blutkrebs leidet, zeigt, ihr Körper hat aufgrund ihrer Krebserkrankung keinerlei Antikörper gegen SARS-CoV-2 gebildet. In Großbritannien ging es auch 230.000 weiteren Blutkrebspatienten so. Daraufhin meinte Christoph Berger, der Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen, er meinte dazu, nicht nur Personen mit Leukämie, sondern auch solche mit anderen Krebsarten können weniger gute Immunreaktionen aufweisen, vor allem wenn sich diese auch noch einer Chemotherapie unterziehen. Diese würden die Immunantwort der Betroffenen noch weiter verschlechtern. Also, bei Blutkrebspatienten wie Mendelssohn sei das Risiko für das Ausbleiben von Antikörpern jedoch doppelt so wahrscheinlich. Einmal wegen der Krankheit selbst und einmal wegen der Therapie. Ja, und dies sei aber nicht typisch für die Corona-Impfstoffe, sondern bei grundsätzlich allen Vakzinen so. Die schlechte Nachricht betreffend Impfschutz geht aber noch weiter. Auch Personen mit chronisch entzündlichen Erkrankungen wie Rheuma, Schuppenflechte oder Darmentzündung sind von einer schlechten Immunantwort betroffen. Das Team vom Deutschen Zentrum für Immuntherapie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und dem Universitätsklinikum Erlangen hatten am Beispiel der mRNA-Impfung untersucht, wie diese auf die Corona-Impfungen ansprechen. Ja, und für die im Fachjournal Annals of the Rheumatic Disease erschienene Studie findet ihr, wie alle bisher genannten Studien, eben unten im Beschrieben. Das Ergebnis dieser Studie war, und das fand ich auch, also ich finde es zum Teil, musste ich echt schmunzeln. Warum ich schmunzeln musste, erkläre ich nachher. Also das Ergebnis war, zwar vertragen Personen mit chronisch entzündlichen Erkrankungen die mRNA-Vakzine deutlich besser als Gesunde und haben weniger Nebenwirkungen wie Reaktionen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen, Schüttelfrost oder Gelenkschmerzen. Dies bedeutete, dass die mRNA-Impfung für Immunkranke unbedenklich sei. Aber dafür wirkt sie bei ihnen schlechter. Jede 10. Person mit einer Immunerkrankung hatte keine neutralisierenden Antikörper gegen Covid-19 entwickelt. Bei den Gesunden war es nur einer von 100. Aber auch da, also einer von 100 entwickelt keine Antikörper. Und jetzt hier, warum ich schmunzeln muss. Nur weil die kurzfristige Nebenwirkung bei der Einstichstellung sowie Kopfschmerzen, Schüttelfrost oder Gelenkschmerzen unauffällig sind, kann man doch nicht einfach behaupten, dass die Impfung für Immunkranke unbedenklich sei. Hier fehlen einfach noch Langzeitstudien. Aber dazu kommen wir noch. Also in der Pressemitteilung des Universitätsklinikums steht dann, während aktuell ein starres Impfregime für die Eindämmung der Corona-Pandemie von zentraler Bedeutung ist, wird es in Zukunft in gewissen Fällen sicherlich notwendig sein, die Impfstrategie individuell anzupassen, eine neuerliche 3. Impfung durchzuführen bzw. auch das Impfpräparat zu wechseln. Weiter wird hier empfohlen, den Betroffenen einfach gleich eine Kreuzimpfung zu verpassen. Man hat dazu zwar auch keine Langzeitstudie, also frage ich mich als Betroffene, möchte ich mir unendlich Impfstoff spritzen zu lassen, um eine Immunantwort zu bekommen? Ist das nicht bedenklich? Denn jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Das ist so, weil durch eine Impfung oder durch ein Medikament in das Körpersystem eingegriffen wird. Das bestätigt jeder Arzt und auch jeder Pharmazeut. Darum meine Frage. Gibt es nicht einen besseren Weg als die Impfung für Menschen mit Autoimmunerkrankungen oder chronischen entzündlichen Erkrankungen? Und hier müssen wir schauen, welche Studien wir anschauen und welche Forschungsinstitute sich mit Autoimmunerkrankungen oder dem chronischen Erschöpfungssyndrom, wie es für Long-Covid, aber eben auch für Long-EBV typisch ist, auseinandergesetzt haben. Hier möchte ich Dr. Nancy Klimas vorstellen. Sie ist Vorsitzende in der Abteilung für klinische Immunologie. Und sie hat 2012 das Institute für Neuroimmune Medicine gegründet. Und ihr ist ein systembiologischer Ansatz zum Verständnis komplexer medizinischer Erkrankungen wie eben das chronische Erschöpfungssyndrom mega wichtig.
Ihre Institution ist die einzige, die von der CDC Zuschüsse zur Erforschung von Long-Covid erhalten hat, also auch mega speziell. Und ihre Forschungsarbeit begann bereits Mitte der 80er Jahre, als sie aus der Wut heraus, dass so viele Frauen in ihre Praxis kamen mit schwerwiegenden Symptomen, die von ihren Kollegen nicht ernst genommen wurden. Sie meinte selbst in einem Interview, dass sie aus feministischen Gründen mit der Forschung angefangen hat, um den Autoimmunerkrankungen wirklich auf den Grund zu gehen. Das Interview und ihre Forschungsarbeit zu Long-Covid und aber auch das chronische Erschöpfungssyndrom findest du unten im Beschrieb. Ja, da sie so lange bereits forscht, ist sie für mich persönlich im Bereich viraler Langzeitfolgen betreffend auf EBV die Nummer 1. Sie forscht nämlich Reaktionen und gibt nicht einfach blind Impfempfehlungen heraus, die noch nicht erforscht sind. Und ihre Aussage ist, es sollte beachtet werden, dass die Impfstoffstudien Personen jeden Alters und Gesundheitszustandes einschlossen, jedoch keine immungeschwächten Patienten. Ihre kurzfristige Zusammenfassung, weil eben wie gesagt, wir haben keine Langzeitstudien, ist folgendes. Also sie hat untersucht, wie die Patienten, die bereits das chronische Erschöpfungssyndrom haben, auf die Impfung reagieren. Sie meint, dass die meisten den Impfprozess, also den Einstich und gerade die Woche oder Tage danach, gut überstehen. Und überraschend viele oder eine überraschende Anzahl von Menschen gab es sogar an, dass sie kurzzeitig von dem Impfstoff profitiert haben. Ein erheblicher Prozentsatz der Menschen gibt jedoch auch an, Schwierigkeiten mit dem Impfstoff zu haben. Die gaben dann in der Umfrage an, und die Umfrage hat Health Rising gemacht, schwere Nebenwirkungen durch die zweite Impfung der Coronavirus-Impfstoffe gehabt zu haben. 15% von Pfizer und 22% von Moderna gaben sogar an, dass ihre Symptome länger als 30 Tage anhielten. Dann war sogar noch das AstraZeneca, hat irgendwie noch viel schlechter abgeschnitten. Da berichten 36%, dass sie nach der ersten Spritze schwere Symptome hatten, die normalerweise weitaus weniger Symptome verursachten als die zweite Spritze. Daher scheint der AstraZeneca-Impfstoff mehr Probleme zu verursachen. In der Facebook-Gruppe MECFS and the COVID Vaccines sind hunderte anekdotische Berichte über eine schwere Verschlechterung zu finden. Das muss man dazu sagen, die Facebook-Gruppe findet ihr auch unten im Beschrieb. Also wir haben Patienten, die von leichtem MECFS zu schwerem sich entwickelt haben. Andere sind seit 14 Wochen bettlägerig und wieder andere sind von Arbeiten können wieder ans Haus gebunden. Häufige Beschwerden sind wochenlang geschwollene Drüsen, Schwindel, extreme Erschöpfung, Muskelschmerzen, Veränderungen der Temperatur. Ihr kennt das, wenn man entweder mega kalt oder warm hat, neue grippeähnliche Symptome, das Katergefühl oder die Verschlechterung von bereits bestehenden Symptomen. Yes, also nicht so cool. Die verlängerten Reaktionen scheinen leicht bis zu einer schweren Verschlechterung von MECFS selbst zu sein. Gemäß dem Bericht von Health Rising, eben den Link findest du auch im Beschrieb, erholen sich manche Menschen schließlich nach 6 Wochen, andere nach 12 Wochen. Aber viele haben sich noch nicht erholt. Und das sind eben die Sachen, die man jetzt einfach beobachten muss. Einige bekommen den zweiten Schuss und fühlen sich besser, aber andere bekommen es und verschlechtern sich noch mehr. Es wirkt alles irgendwie unglaublich zufällig und unberechenbar. Und nochmal zum Thema AstraZeneca ist laut der Zusammenfassung mit Abstand der am wenigsten verträglichen Impfstoffen und Moderna und Pfizer dann mit den geringsten Beschwerden. Und da ist auch noch nicht klar, warum AstraZeneca so viele weitere Probleme verursacht. Es gibt einen Artikel, der deutet darauf an, dass AstraZeneca mehr Verunreinigungen mit menschlichen Proteinen und Hitzeschockproteinen aufweisen könnte, die eine zusätzliche Entzündung verursachen kann. Also angesichts der schwerwiegenden Folgen, die manche Menschen mit MECFS nach der Impfung erfahren haben, und der potenziell schwerwiegenden Folge einer Nichtimpfung, wenn es einem besser
wenn es einen besseren und sicheren Weg gibt, sich impfen zu lassen, zeigt, wie schwierig die Thematik Impfen für chronisch Kranke durch die Herpesviren in Wirklichkeit ist. Es gibt nämlich nicht einfach ein richtig und falsch. Also, wir haben keine Impfung gegen die Herpesviren HHV4 und 6, die für viele Autoimmunerkrankungen und Krebserkrankungen verantwortlich gemacht werden. Wir haben nun den Covid-19-Virus, der die Herpesviren reaktiviert und es zu schlimmen Langzeitfolgen kommen kann. Wir haben aber auch Menschen, die bereits unter reaktivierten Herpesviren leiden. Dies können folgende Erkrankungen sein, wie Multiple Sklerose, Lupus, Erythematodes, Lymphdrüsenkrebs, Chronic Fatigue Syndrom, Hashimoto, Rheumatoide Arthritis, Fibromyalgie. Also, irgendwie kommt mir diese Aufzählung verdammt bekannt vor. Es ist, als würde ich die Interviews vorlesen, die wir hier jede Woche veröffentlichen. Nun haben wir die Situation, dass eben genau diese Patienten mit einer schlechten Immunantwort auf die Impfung reagieren oder sich ihre Symptome verschlechtern. Es gibt auch solche, denen geht es bisher top nach der Impfung. Aber auch hier gibt es keine Langzeitstudien. Dies sind jetzt nur die Ergebnisse von den letzten Monaten. Für jemanden, der chronisch krank ist und die Entscheidung, sich impfen zu lassen oder eben nicht impfen zu lassen, ist einfach nicht so easy. Es ist gefühlt wie ein Lotteriespiel. Jetzt den Impfdruck auf Menschen mit Vorerkrankungen auszuüben, ist so dermaßen diskriminierend. Hier fehlen einfach wichtige Langzeitstudien. Wir müssen eher schauen, dass wir die chronisch Kranken schützen, als sie als Versuchskaninchen zu benutzen. Hier brauchen wir Ärzte, die sich für chronisch Erkrankte einsetzen und nicht einfach starr das Programm der Impfempfehlung abarbeiten. Dr. Kleimes zum Beispiel erforscht gerade, wie zum Beispiel ME/CFS-Patienten auf eine niedrigere Impfdosis auf Monate verteilt reagieren. Auch wird erforscht, ob es hilft, wenn verschiedene Impfstoffe angewendet werden. Aber eben, das sind Forschungen an lebendigen, erkrankten Personen. Die Lösung hat niemand. Und deshalb ist es unglaublich lieblos, wenn Druck erzeugt wird. So, das war nun viel Zusammentragen von Studien. Die Chronisch-Ehrlich-Plattform steht auch für Erfahrungsberichte. Daher möchte ich etwas aus meinem Leben teilen. Mein unterdessen 13-jähriger Sohn, ein wundervoller Mensch, sehr musikalisch, ist unter anderem auch Autist. Daher habe ich mich auch in diese Richtung sehr belesen und profitiere von weitreichenden Erfahrungen. Ich hatte mich immer gefragt, warum mein Sohn so enorm auf die Impfungen reagiert hatte. Und zur Erklärung, ich habe meine Kinder komplett mit allem, auch 7-fach Impfung, durchimpfen lassen. Auf die Frage, warum mein Sohn danach sich wochenlang den Kopf an die Wand geschlagen hat, ich ihn mehrere Jahre nicht berühren durfte und sich starke Tics entwickelten, ja, ließ mich natürlich auf die Impffrage stoßen. Aber zu vereinfachen, dass alleine eine Impfung Autismus auslöst, ist meiner Meinung nach irreführend. Das Problem liegt nämlich viel tiefer. Daher möchte ich einen Ausschnitt aus dem wissenschaftlichen Buch von Dr. Natasha Campbell-McBride vorlesen. Durch jahrelange Forschung entdeckte sie den Zusammenhang zwischen unserer Darmgesundheit, unserem Essverhalten und psychischen Störungen. Sie schreibt über die herkömmliche Impfung an Kindern. Impfungen sind eine enorme Belastung für das Immunsystem. Hersteller von Impfstoffen stellen diese für Kinder mit gesundem Immunsystem dar, die auf diese Impfstoffe in vorhersehbarer Weise reagieren. Wir bewegen uns in unserer modernen Gesellschaft mit unserer modernen Lebensweise jedoch schnell auf eine Situation zu, in der ein zunehmender Teil der Kinder kein unauffälliges Immunsystem mehr haben. Ja, auch nicht die erwartete Reaktion auf die Impfstoffe zeigen wird. Bei einigen dieser Kinder wird die Impfung, die für ein bereits geschwächtes Immunsystem eine enorme Belastung darstellt, zum letzten Tropfen, das es fast zum Überlaufen bringt und löst Autismus, Asthma, Ekzeme, Diabetes und so weiter aus. Aber Dr. Campbell-McBride sagt auch, in meiner Klinik erlebe ich eine zunehmende Zahl von Kindern, die nicht geimpft sind. Dennoch leiden sie an Autismus, ADHS, Asthma, Ekzemen und anderen Darmproblemen.
Also es hat also irgendwie den Anschein, als wäre der entscheidende Faktor das Immunsystem des Kindes und nicht die Impfstoffe. Weiter schreibt sie, dass nach all den Skandalen um Impfungen sie es überhaupt nicht überrascht, dass weltweit viele Menschen der Ansicht sind, dass man vollständig auf Impfungen der Kinder verzichten sollte. Diese Menschen vergessen aber allerdings, dass es vor dem Zeitalter der Impfung nicht ungewöhnlich war, dass jede Familie 1, 2, 3 und manchmal sogar mehr Kinder durch Kinderkrankheiten wie Masern, Röteln, Mumps und andere verloren. Das ist das Gesetz der natürlichen Selektion, das Mutter Natur allen Lebewesen auf der Erde auferlegt hat, was natürlich mega schrecklich klingt. Keine Mutter würde ihr Kind sterben lassen, wenn es Wege gibt, es am Leben zu erhalten. Trotz der Tatsache, dass dieses Kind vermutlich nicht das Beste und Gesündeste ist, das sie hervorbringen konnte. Sie schreibt weiterhin, Impfungen gehören zu den Möglichkeiten, die von den Menschen erfunden wurden, um den Schwächeren ein Überleben zu ermöglichen. Und jetzt schreibt Dr. Campbell etwas grundlegend Wichtiges. Impfungen können wir also nicht gänzlich abschaffen, wenn wir nicht bereit sind, die Gesetze der Natur zu befolgen. Also Impfungen können wir nicht gänzlich abschaffen, wenn wir nicht bereit sind, die Gesetze der Natur zu befolgen. Wir müssen uns in Bezug auf Impfungen einen rationaleren Ansatz überlegen. Impfungen, die im Laufe des letzten Jahrhunderts das Leben von Millionen von Kindern weltweit gerettet haben, werden aufgrund der Veränderungen in unserer Lebensweise zu Gefahren. Die Zahl der immungeschwächten Kinder in entwickelten Ländern ist erschreckend hoch und nimmt jeden Tag zu. Es ist an der Zeit, dass Mediziner und Regierungen ihre Einstellung zu Impfungen überdenken. Am Grundgedanken, jeden zu impfen, muss sich etwas ändern. In diesem Buch schlägt Dr. Natasha Campbell McBride die folgende Vorangehensweise vor. Bei jedem Säugling sollte eine umfassende Untersuchung des Immunsystems erfolgen, bevor eine Entscheidung über eine Impfung getroffen wird. Diese Untersuchung sollte umfassen: Erstens, einen Fragebogen zur Feststellung der Krankheitsgeschichte der Eltern und des Kindes. Zweitens, eine umfassende Stuhl- und Urinanalyse zur Feststellung des Risikos einer Dysbakterie im Darm bei Säuglingen. Und drittens, ein Test zur Feststellung des Immunstatus des Kleinkindes. Diese Fragebögen und Tests müssen vor Impfung bei Säuglingen einem geeigneten Gremium vorgelegt werden und die Ergebnisse dieser Untersuchungen müssen eine entscheidende Rolle dabei spielen, welche der folgenden Schritte unternommen wird. Keinerlei Impfung bei einem Säugling, dessen Mutter an chronischem Erschöpfungssyndrom leidet, Fibromyalgie oder Verdauungsproblemen, Asthma, Ekzemen, schwerwiegenden Allergien, Autoimmunerkrankungen, neurologischen Problemen. All diese Kinder sollten nicht geimpft werden. Ein Säugling mit Ekzem, Asthma, Verdauungsproblemen oder irgendeiner anderen Störung, die auf eine gestörte Darmflora und Immunabwehr hinweist, sollte auf gar keinen Fall geimpft werden. Jüngere Geschwister autistischer Kinder, Kinder mit schwerwiegenden Ekzemen, Asthma, Allergien, ADHS, Epilepsie und Diabetes sollten nicht geimpft werden. Diese Kinder können nach einigen Jahren dann erneut getestet werden. In den Fällen, in denen das Kind keine Immunschwäche mehr aufweist, kann lediglich eine Impfung mit einzelnen Impfstoffen in Betracht gezogen werden. Der Abstand zwischen den Impfungen mit diesen Einzelimpfstoffen sollte mindestens 6 Wochen betragen. Ist das nicht genial, wie individuell man eigentlich auf den Menschen eingehen könnte? Weiter schreibt sie, das Hinauszögern der Impfung, bis sich die Ergebnisse der Tests verbessert haben. Das wäre wichtig. Das würde für Kinder zutreffen, die eine weitgehend gesunde Mutter haben und keine speziellen Gesundheitsprobleme aufweisen, deren Immunsystem aber in den Tests Abweichungen erkennen lässt. Diese Kinder sollten nach 6 bis 8 Monaten erneut getestet und mit den Einzelimpfstoffen geimpft werden, wenn diese Abweichungen nicht mehr festzustellen sind. Also das ist der Vorschlag von einer Ärztin und Forscherin mit einer eigenen Praxis, nicht von jemandem, der im Labor steht und nicht mit seinen Patienten, sondern ausschließlich mit Reagenzgläsern spricht. Dies ist ein menschlicher Vorschlag, eine Lösung für das Individuum. Im Nachhinein verstehe ich, dass das Immunsystem meines Sohnes mit mir als Mama
mit Malaria geschwächter Leber, mit Darmproblem, mit Fibromyalgie und später dem chronischen Erschöpfungssyndrom die Impfung nicht gepackt hat. Ein weiterer Gedanke ist für mich die Tatsache, dass Viren mutieren. Was ist, wenn ich mich impfen lasse? Und mein Immunsystem arbeitet mit den Impfinformationen und gleichzeitig stecke ich mich mit der Delta oder mit irgendeinem Folgestamm an. Mein Immunsystem ist in dem Moment mit der Impfung beschäftigt. Infolgedessen hat eine mutierte Variante eine größere Chance, im Körper überhand zu nehmen. In meiner Krankheitsgeschichte ist es so, dass ich lernen durfte, meine Herpesviren in Schach zu halten. Ich durfte mich von Chronic Fatigue Syndrom, Fibromyalgie, Reizdarmsyndrom, Endometriose und PMS genesen. Meine Lebensführung habe ich so gestaltet, dass sie mein Immunsystem bestmöglich unterstützt. Und ja, ich weiß nicht, ob es reicht, ob meine Herpesviren noch einmal reaktiviert werden und ob ich dann nochmal durch eine schlimme Krankheitsphase gehen muss. Aber wenn das so ist, dann kenne ich den Ablauf wenigstens, denn ich habe es schon einmal durchgemacht. Bei einer Impfung weiß ich das leider nicht, schon gar nicht bei einer neuartigen Impfung. Wenn Impfstoffe an gesunden Menschen getestet werden, dann hat diese Testung nicht viel Bedeutung für mich. Denn es ist so, dass ich durch meine Malariaerkrankung eine träge Leber habe. Ich entgifte nicht so gut. Vor meinem Zusammenbruch fand ich es schon irgendwie rätselhaft, dass ich nach wenigen Schlücken Wein betrunken war und nach einem Glas bereits im Komaschlaf landete. Doch das waren die ersten Anzeichen, dass ich nicht gut entgifte. Und das ist alles andere als lustig, wie mir meine Krankheitsgeschichte später zeigte. Heute bin ich stabil, weil ich auf Pestizide verzichte, auf Kosmetik mit Aluminium, auf entzündungsfördernde Lebensmittel wie Fleisch, Milch, Eier und Gluten. Ich gehe seit Jahren nicht mehr an Konzerte, ich lebe seit Jahren ein Leben in Light-Quarantäne und treffe meine Freunde oder selbst chronisch Kranke für die Interviews, die ähnlich wie ich leben. Ich schaue, dass in meinen Körper nur Natürliches reinkommt, damit ich ihn nicht mit Zusatzinformationen stresse. Weil mein Körper nicht dem Durchschnittswert eines Studienteilhabers entspricht. Wieso sollte ich einer Impfempfehlung für gesunden Menschen nachgehen? Jetzt müsste man denken, dass ich total dafür bin, dass sich alle gesunden Menschen impfen lassen. Aber es ist so, dass ich zum Beispiel meinen Mann Jonas auch nicht impfen lassen möchte und er ist nicht chronisch krank. Er hat jedoch jedes Mal die Impfreaktion von mir und unserem Sohn miterlebt. Das ist traumatisierend und diese Erfahrung darf nicht einfach kleingeredet werden. Ja, man kann Respekt vor einem Virus und Respekt vor einer Impfung haben. Beide Ansichten sind berechtigt, beide Entscheidungen, ob für oder gegen eine Impfung, sind berechtigt. Und was noch berechtigter ist, das eigene Immunsystem stärken zu wollen. Und hier möchte ich noch eine Studie zum Immunsystem und dem Epstein-Barr-Virus erwähnen. Denn anfangs hatte ich doch gesagt, es ist ein Cocktail. Ja, es sind so viele Menschen am Epstein-Barr-Virus erkrankt, also 98% der erwachsenen Menschheit. Aber nicht alle haben Krebs und nicht alle bekommen das Chronic Fatigue Syndrom. Dahingehend jetzt diese Studie. Ich zitiere aus dem Buch Wenn der Körper Nein sagt von Dr. Gabor Mate. Er schreibt: In dieser Studie über Stress, Anpassung und Immunabwehr wurden 1400 Militärkadetten im West Point 4 Jahre lang begleitet. Sie wurden psychologischen Tests sowie regelmäßigen Bluttests unterzogen, um ihre Anfälligkeit für das Epstein-Barr-Virus zu untersuchen. Diejenigen, die für eine Ansteckung, sprich Reaktivierung mit dem Virus am anfälligsten waren, hatten Folgendes gemeinsam. Sie verfolgten hochgesteckte Ziele, sie hatten in akademischer Hinsicht zu kämpfen und sie hatten Väter, die sehr viel erreicht hatten. Hier sieht man den Zusammenhang zwischen Stress und der vermeintlichen Notwendigkeit, den Erwartungen der Eltern gerecht zu werden. Das heißt, zwischen dem inneren biologischen Milieu und dem fortdauernden Bedürfnis des Kindes, Zustimmung zu bekommen. In einer anderen Studie wurden verheiratete Frauen mit der gleichen Anzahl geschiedener oder getrennt lebender Frauen verglichen. In der Gruppe der verheirateten Frauen wurde die Qualität der Ehe und die Zufriedenheit anhand von Berichten der Frauen beurteilt. Die Aktivität des Immunsystems wurde mittels Blutproben untersucht, die jeder Teilnehmerin entnommen wurden.
Eine geringe Ehequalität war stark und positiv mit einer schlechteren Immunreaktion verbunden. In der Gruppe getrennt lebender Frauen konnte die verminderte Immunfunktion so ausgelegt werden: je frischer das Scheitern der Ehe, desto stärker die Immunsuppression. Und je stärker die emotionale Bindung, desto schlechter die Immunfunktion. Ich finde es mega krass. Also Frauen, die stärker selbstreguliert waren und emotional weniger abhängig von einer Beziehung, die für sie nicht funktionierte, wiesen also ein stärkeres Immunsystem auf. Es ist nicht so, dass diese Frauen psychisch unausgeglichener wären als ihre Ehemänner. Unausgeglichen ist hier die Beziehung, so dass die Frauen die Belastungen und Ängste ihres Ehemannes absorbieren mussten, während sie ihre eigenen zurückhalten mussten. Also man kann sagen, der Partner, der einen großen Teil seiner eigenen Bedürfnisse der Beziehung zuliebe verdrängen muss, wird mit größerer Wahrscheinlichkeit auch körperlich krank werden. Daher zum Beispiel auch das vermehrte Auftreten von Autoimmunerkrankungen und Krebsarten bei Frauen. So also die Studienergebnisse. Die Studienergebnisse und den Link findest du auch unten im Beschrieb. Ich finde es so krass. Ich finde, über genau solche Sachen müssten wir reden. Wir müssten nicht darüber reden, wer ist mit im Boot und wer nicht, wer macht hier mit und da nicht. Es geht alles viel tiefer. Es ist immer Körper, Geist und Seele. Ihr könnt euch gerne das Video Meine Geschichte ansehen. Hier erzähle ich, wie mein Krankheitsverlauf war. Ihr werdet sehen, dass ich natürlich den Epstein-Barr-Virus in mir trage, wie 98% der Bevölkerung. Ich jedoch unter frühkindlichem Stress litt. Ich wollte es immer allen recht machen. Wir hatten Schimmel in der Wohnung, einen Rechtsstreit mit unserem Vermieter und dann war ich in einer Gemeinschaft unterwegs, die mich verstoß, weil ich anders dachte als sie. Also alles Momente und Situationen, in denen ich mich im Kampf-Flucht-Modus befand. Mein Immunsystem war gedrosselt. Und dann kamen noch Impfungen obendrauf. Und dieser Cocktail war einfach zu viel. Ja, unsere Welt wird immer toxischer. Mit Pestiziden, Abgasen, Gülle, Schwermetallen und Viren. Doch stehen wir Menschen in der Gefahr, uns mit toxischem Verhalten zusätzlich zu verletzen. Wenn wir uns diesen Verletzungen und Ängsten nicht bewusst sind, laufen wir die Gefahr, dass wir denken, dass alleine Viren für unsere kranke Welt verantwortlich sind. Und dabei leiden wir vor allem an emotionalem Stress. Meine momentane Lebensführung, um mein Immunsystem zu stärken, auch ohne Impfung. Ich reduziere Stress in meinem Alltag um jeden Preis. Ich verbringe viel Zeit in der Natur und möglichst in der Sonne. Ich schlafe gut und ausreichend. Ich halte einen guten Nacht-Tag-Rhythmus ein oder Tag-Nacht-Rhythmus. Die innere Uhr beeinflusst nämlich das Immunsystem maßgeblich. Ich praktiziere Gefühlearbeit. Ich habe eine Traumatherapie gemacht. Ich habe mich von toxischen Beziehungen getrennt. Ich entscheide mich täglich, das Leben zu leben, welches mir entspricht. Ich entscheide mich für die grundlose Freude und Dankbarkeit und lasse meinen Körper von Glückshormonen durchfluten. Ich meditiere mindestens einmal täglich und praktiziere leichtes Yoga mit tiefen Atmung. Ja, und zusätzlich meide ich nach Anthony William, dem Virusspezialisten, folgende Lebensmittel. Ich meide Milchprodukte, Eier, Rapsöl, Gluten und glutenhaltige Getreide. Übrigens, die dann im Kommentar schreiben, dass ich Gluten falsch ausspreche. Ich bin Schweizerin, ich darf es falsch aussprechen. Dann Soja, Mais verzichte ich auch drauf. Und dafür konsumiere ich vorteilhafte Lebensmittel, die mega lecker sind. Zum Beispiel Blaubeeren in meinem Heavy Metal Detox Smoothie jeden Morgen, Kokosöl, Knoblauch, Ingwer, Stangensellerie jeden Morgen als Saft auf nüchternen Magen, Pilze wie Champignon, Shiitake, Maitake, Austernpilze, Sprossen, Spinat, Koriander in meinem Heavy Metal Detox Smoothie, Petersilie, Himbeeren, Zitrusfrüchte,
Grünkohl, Süßkartoffeln, oh mein Gott, ich bekomme Hunger, Gurken, Fenchel, ja, und auch natürlich Heilkräuter und Nahrungsergänzungsmittel, die ich super gerne zu mir nehme. Gerade jetzt, wo es auf den Herbst zugeht, möchte ich mir da einfach im Speziellen helfen. Da nehme ich Süßholzwurzel, Zitronenmelisse als Tinktur oder Tee, also es gibt auch diese Pipetten, Brennnesseltee, Zink, B-Vitamine, Kurkuma, Vitamin C, Spirulina, Gerstengrassaftpulver in meinem Detox, Dulse und Koriander auch im Schwermetallentgiftungssmoothie, L-Lysin, Selen, Omega-3-Fettsäuren als EPA, DHA. Ja, das sind so die Dinge, die mir helfen. Ich möchte zusammenfassen, warum sich Menschen vielleicht nicht impfen lassen wollen. Ich habe ein paar Punkte aufgezählt. Die führe ich nun auf. Erstens, die Impfung wurde als Kurzzeitstudie an Gesunden getestet. Es gibt keine Langzeitstudien der Impfreaktion für gesunde Menschen und Menschen mit Autoimmunerkrankungen oder entzündlichen Erkrankungen. Und mit Langzeitstudien meine ich nicht, ob der Geimpfte am Arm mit einer Schwellung reagiert oder nicht. Es ist völlig in Ordnung, kein Versuchskaninchen sein zu wollen. Völlig in Ordnung. Übrigens ist es auch in Ordnung, sich nicht impfen zu lassen, weil man kerngesund ist und über die Funktion seines Immunsystems Bescheid weiß. Es ist aber auch völlig in Ordnung, sich impfen zu lassen. Alles darf sein. Zweitens, durch eine eigene Erfahrung hat man das Vertrauen in die Forschung oder die Schulmedizin verloren und leidet an einem sogenannten Trust-Issue. Also stell dir vor, du warst in einer Beziehung und du wurdest von deinem Partner oder deiner Partnerin belogen und sie oder er gab dir Dinge, die dich noch kränker von ihm abhängig gemacht haben. Nun sagen alle, diese paar Nebenwirkungen, das ist völlig normal. Hauptsache, du hast einen Partner, der gesellschaftlich anerkannt ist. Jetzt stell dich nicht so an, doch du kannst nicht mehr zurück. Der Vertrauensbruch war einfach zu groß und du fragst dich, warum du zurückgehen solltest, denn du hast einen neuen Partner gefunden. Mit dem neuen Partner heilst du gerade. Dieser neue Partner ist zwar nicht gesellschaftlich anerkannt, aber er tut dir sehr gut. Und genauso ist es für mich mit der Schulmedizin und der Pharma. Dieser Vertrauensbruch fing bei mir mit den Behandlungen des Epstein-Barr-Virus an, als mir in den 90er und Nuller Jahren Antibiotikum wie Lutschbonbons oder sagt man Antibiotika, nicht, dass in den Kommentaren da wieder steht, dass ich was falsch geschrieben habe, falsch ausgesprochen habe. Also in den 90er und Nuller Jahren wurde mir Antibiotika wie Lutschbonbons verabreicht. Und meine Darmflora wurde komplett zerschossen. Und hier weiß man heute, wie schädlich diese Behandlungen sein können. Ja, als meine Darmflora dann komplett am Arsch war, wurde aber nichts gefunden und sie wollten mir Antidepressiva verabreichen, denn es war ja alles nur in meinem Kopf. Ich konnte mich aber erfolgreich dagegen wehren und wurde trotzdem durch die symptomunterdrückenden behandelnden Medikamenten abhängig. Ja, als ich aber diesen symptomunterdrückenden Partner voller Nebenwirkungen verließ und mich für eine neue Beziehung entschied, eine Partnerschaft, die an die Ursache geht und mich ganzheitlich betrachtet, wurde ich von vielen Symptomen und Beschwerden gesund. Ich lernte den Epstein-Barr-Virus in meinem Körper klein zu halten. Übrigens unterscheide ich hier von der Behandlung chronischer Krankheiten und der Unfall- und Notfallmedizin. Für die bin ich super dankbar. Da habe ich auch schon in der Familie Situationen, vielen Dank, dass es euch gibt, also alle in der Notfallmedizin. Ihr macht einen wunderbaren Job. Aber eben chronische Erkrankungen zu behandeln, ist ein anderes Thema. Ja, ich habe wirklich ein großes Vertrauen in die ambulante Medizin, aber das hat halt nichts mit chronischen Krankheiten zu tun. Gut, das war der zweite Punkt, Trust Issues. Der dritte Punkt lautet, man weiß aus früheren Impferfahrungen, dass man schlecht auf Impfungen reagiert. Eine Impfung war bei mir im Frühjahr 2015, weil ich für eine Doku nach Kurdistan fliegen wollte. Danach lag ich monatelang flach und ja, wie ich es vorhin gesagt habe, ich kann hier nicht
per se der Impfung die Schuld geben, das ist klar. Zu der Zeit litt ich auch an emotionalem Stress, lebte eben in einer Schimmelwohnung und war schon seit Jahren vom aktiven EBV geplant. Aber Erfahrungen kann man nicht einfach so ausradieren. Sie sind da. Wenn ich mein Umfeld anschaue und ich sehe, wie sie feuchtfröhlich die Impfung geben lassen können, weil sie im Vertrauen sind, ja, dann werde ich schon ein wenig eifersüchtig und denke so, warum habe ich das Ganze oder diese ganze Scheiße erlebt und kann nicht einfach normal sein. Aber dann sagt eine kleine Stimme zu mir, Priscilla, es ist gut so. Es ist genau richtig so. Du darfst vertrauen in deine Geschichte. Du darfst lernen, Nein zu sagen. Und Ja für einen Körper, der anders ist. Dafür habe ich gelernt, mit der Natur zu leben und mich mit der Natur zu heilen. Und das ist sehr wertvoll. Der 4. Punkt. Man fürchtet sich, durch eine Impfung das Immunsystem zu schwächen und bei einer Infektion mit einer Mutation dann richtig flach zu liegen. Gerade das Beispiel Israel zeigt, wie anfällig Geimpfte auf Mutationen sind. Und auch hier fehlen noch die Auswertungen zu chronisch erkrankten Menschen. 5. Punkt. Man möchte auf keinen Fall ein Impfabo lösen. Sprich, man fängt mit einer Impfung an, dann folgt die 2., dann die 3. und 4. Impfung und am Schluss ist man abhängig von einer Substanz. Ich persönlich löse hier lieber ein Sellerie-Abo. 6. Punkt. Ich war eine Zeit lang in einer sektenartigen Kirche und bemerke heutzutage Dogmatismus doch sehr schnell. Und ich mag es nicht, wenn Menschen behaupten, dass es nur die eine Lösung gibt. Das kann einfach nicht sein. Der Mensch ist ein Individuum und muss als solches behandelt werden. Es gibt nie nur die eine Lösung. Ansonsten können wir gleich wieder zurück ins Mittelalter und alle auf dem Scheiterhaufen verbrennen, die anders denken. Ja, mir kommen manche Impffanatiker wie solche Gläubigen vor, die die lateinische Bibel zitieren, aber gar kein Latein sprechen. Bitte fangt einfach an, Studien und Bücher zu lesen, bevor ihr irgendwie mit einer Bildüberschrift kommt und damit argumentiert. Hört euch Vorschläge wie die von Dr. Natasha Campbell-McBride oder Dr. Nancy Klimas an. Sie sind bei weitem nicht die einzigen Ärzte, die für eine individuelle Impfpolitik stehen. Dann, 7. Punkt. Man könnte auf die herkömmliche Impfung warten und sich nicht die mRNA-Impfung geben. 8. Punkt, das ist dann der letzte Grund, man möchte sich einfach nicht impfen lassen, weil man sich nicht impfen lassen möchte. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, Priscilla, das ändert alles nichts daran, dass dieser Virus gefährlich ist und den Epstein-Barr-Virus reaktiviert. Ja, das stimmt. Darüber habe ich natürlich auch die ganzen letzten Monate nachgedacht. Was ist, wenn ich nochmal richtig krank werde? Wenn es mir nochmal richtig beschissen geht, nachdem ich mich so erfolgreich stabilisiert habe? Wenn diese Gedanken kommen und diese Angst, dann gehe ich in die Reflexion. Also, was, wenn sich mein Epstein-Barr-Virus reaktiviert? Was habe ich in der Vergangenheit gelernt? Ich würde krank werden. Ich würde mich zurückziehen, mich schonen, mich heilen, das Anthony-William-Ernährungsprotokoll wieder strenger umsetzen, und zwar auf Ebene 5. Dazu habe ich das Video gemacht, die 5 Ebenen der Entgiftung, meinen Körper Zeit lassen, das würde ich machen. Das Video findest du oben, also es heißt die 5 Ebenen der Entgiftung. Und was, wenn du daran stirbst? Denn eigentlich ist es doch die tiefer liegende Angst. Denn wie sich Chronic Fatigue Syndrom anfühlt, weiß ich. Ja, frage ich mich dann, aber was, wenn ich sonst irgendwie sterbe, bei einem Autounfall oder so, dann wünsche ich mir, dass ich mich selbst sein konnte, dass ich meine Wahrheit gelebt habe und nicht für andere, dass ich als freier Mensch gelebt habe, der sein Bestes gab, der in die Selbstverantwortung gekommen ist. Ein Mensch, der vielleicht kein Virus rückgängig machen konnte, jedoch lernte, mit ihm zu leben. Und nun möchte ich als Abschluss etwas zum Angstthema sagen. Eine Studie von verschiedensten Ärzten, die über ein ganzes Jahr lang
über 500.000 Patienten mit schwerem Verlauf mit SARS-CoV-19 gemacht haben, zeigten die 2 häufigsten Zusammenhänge, die einen schweren Verlauf begünstigen. Diese Studie ist so wichtig, das müsste in jeder Zeitung stehen. Okay, das war einmal die High Potential, also die erhöhte Wahrscheinlichkeit durch Bluthochdruck, also Fett im Blut. Hier ist logischerweise ein Faktor das Übergewicht und Diabetes mit Komplikationen. Und die zweite Gruppe, die stark gefährdet ist, an einem schweren Covid-Verlauf zu erkranken, zeigt in dieser Studie, dass das ängstliche Menschen sind. Also Menschen, die viel Angst haben. Die Studie findest du im Beschrieb unten. Man könnte also sagen, dass die Angst vor dem Virus das Risiko für einen schweren Verlauf begünstigen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Medienschaffenden und Politiker, die hier eine großartige Leistung betreffend Angstmacherei geschaffen haben. Ja, der Virus ist kein Spaß, aber gemeinsam, achtsam, in der Selbstverantwortung, im Mitgefühl und der Nächstenliebe können wir diese Krise schaffen, indem wir anstatt in Angst verharren, für Hinterbliebene da sind, indem wir für Menschen mit schweren Verläufen da sind, indem wir unseren Kindern die schönen Seiten des Lebens zeigen, indem wir miteinander lachen, tanzen, uns zuhören, uns trösten und vor allem eines, einander Hoffnung schenken. So, das war mein Video zum Impfthema. Ich bin mir bewusst, dass dies eine Momentaufnahme ist. Neue Studien kommen und vor allem neue Erfahrungsberichte. Darauf freue ich mich persönlich am allermeisten. Wenn du eigene Impferfahrungen gemacht hast, freue ich mich natürlich auf ein Interview mit dir. Denn am Ende des Tages gilt die Erfahrung. Heute und im Hinblick auf den kommenden Herbst und Winter heißt es für mich, dass ich mich und vor allem meine geschädigte Leber mit meiner Ernährung unterstütze, so dass ich mich selbst heilen kann. Als Ungeimpfte heißt es für mich, dass ich mich, wie ich es sowieso gut kenne, ich mich in einer Art von Lockdown befinde. Ich werde und habe mit meinem Lebensstil nie als Spreader agiert. Das werden die Geimpften mit den neuen Regelungen höchstwahrscheinlich unter sich selbst ausmachen müssen. Für mich bedeutet es weiterhin, dass ich eine Traumatherapie mache, täglich Gefühlearbeit praktiziere, dass ich mich von toxischen Beziehungen fernhalte. Für mich heißt das, dass ich lerne, nicht einfach zu funktionieren und mich anzupassen, sondern herausfinde, wer ich wirklich bin. Eine gemütliche Schnecke, die sehr liberal, zugleich spirituell ist und sich für wissenschaftliche Studien interessiert. Ich darf ich sein. Und genau das darfst auch du. Du darfst du sein und in deiner Ganzheit heilen. Du bist unglaublich kostbar. Unglaublich kostbar. Ob nun geimpft oder nicht geimpft. Du bist einzigartig und du wirst einzigartig heilen. Ich wünsche dir das Allerbeste für deinen Genesungsweg. Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass es viele Stunden benötigt, für ein solch umfassendes Video zu recherchieren, zu schreiben, aufzunehmen und für YouTube bereitzustellen. Wir lieben diese Arbeit und möchten sie gerne weitermachen. Wenn du diese Arbeit auch magst, dann freuen wir uns sehr, wenn du diesen Kanal finanziell mit deiner Spende unterstützt. Den Spenderlink findest du im Beschrieb. Vielen Dank an jeden Einzelnen von euch, die uns bereits fleißig mit Spenden, dem Teilen und Kommentieren der Videos unterstützen. Fühlt euch einmal ganz fest umarmt von mir. Ja, es kommt gut. Und wenn du ein Tief hast, dann schau dir ermutigende Geschichten an. Denn Heilung ist möglich. Alles Liebe dir.